Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Vor langer Zeit in einem fernen Land lebte ein König, der 3 Söhne hatte. Eines Tages wurde der König sehr krank, so krank, dass alle dachten, er könnte sterben. Seine Söhne waren sehr traurig über die Krankheit ihres Vaters. Während sie traurig im Garten des Palastes umhergingen, näherte sich ihnen ein alter Mann und fragte, was los sei. Sie erzählten ihm, dass ihr Vater schwer krank sei und dass sie fürchteten, nichts könne ihn retten. »Ich weiß, wie ich helfen kann«, sagte der alte Mann. »Es ist das Wasser des Lebens. Wenn er es trinken könnte, würde er wieder gesund werden, aber es ist sehr schwer zu finden.« Der älteste Sohn sagte, »Ich werde es finden«, und ging zu dem kranken König, um Erlaubnis zu bitten, nach dem Wasser des Lebens zu suchen, da er glaubte, es sei das Einzige, was ihn retten könne. »Nein«, antwortete der König, »ich möchte lieber sterben, als dich auf dieser Reise in Gefahr zu bringen.« Nach viel Bitten erlaubte der König ihm schließlich zu gehen. Der Prinz dachte, wenn ich dieses Wasser zurückbringe, wird mich mein Vater zum alleinigen Erben seines Königreichs machen. Er machte sich auf den Weg und reiste eine Weile, bis er ein tiefes Tal erreichte, umgeben von Felsen und Bäumen. Als er sich umblickte, sah er einen kleinen, hässlichen Zwerg auf einem Stein stehen, der einen spitzen Hut und einen roten Umhang trug. Der Zwerg rief, »Prinz, wohin eilst du so?« Der Prinz antwortete unfreundlich, »Was geht dich das an, du hässliches Geschöpf?« und setzte seinen Weg fort. Der Zwerg wurde wütend über die Einstellung des Prinzen und belegte ihn mit einem Fluch des Unglücks. Während der Prinz weiter ritt, wurde der Weg immer schmaler, bis er nicht mehr vorankommen konnte. Als er versuchte, sein Pferd umzudrehen, hörte er ein lautes Lachen und stellte fest, dass der Weg hinter ihm blockiert war, wodurch er gefangen war. Er versuchte, von seinem Pferd abzusteigen und zu Fuß weiterzugehen, aber das Lachen hallte erneut wieder, und er stellte fest, dass er sich nicht bewegen konnte, was ihn festhielt. In der Zwischenzeit wartete der alte König weiterhin auf die Rückkehr seines Sohnes, doch nach langer Zeit sagte der zweite Sohn, »Vater, ich werde nach dem Wasser des Lebens suchen.« Er dachte, mein Bruder ist wahrscheinlich tot und das Königreich wird mir gehören, wenn ich das Wasser finde. Der König zögerte, erlaubte ihm aber schließlich zu gehen. Er folgte dem gleichen Weg wie sein Bruder und traf bald auf denselben Zwerg, der ihn an derselben Stelle aufhielt. »Prinz, wohin eilst du so?« fragte der Zwerg. »Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, Besserwisser«, antwortete der Prinz verächtlich und ritt weiter. Wiederum belegte der Zwerg ihn mit demselben Fluch, und auch er war gezwungen, in den Bergen gefangen zu bleiben. Oft geschieht dies mit stolzen Menschen, die denken, sie seien besser als alle anderen und sich weigern, um Hilfe zu bitten. Nach einiger Zeit beschloss der jüngste Sohn, das Wasser des Lebens zu suchen, um seinem Vater zu helfen. Er machte sich auf den Weg und traf bald auf den Zwerg an derselben Stelle. »Prinz, wohin eilst du so?« fragte der Zwerg. Der Prinz antwortete, »Ich suche das Wasser des Lebens, weil mein Vater krank ist und sterben könnte. Kannst du mir helfen? Sei bitte freundlich und unterstütze mich, wenn du kannst.« »Weißt du, wo es ist?« fragte der Zwerg. »Nein«, sagte der Prinz, »aber bitte sag mir Bescheid, wenn du es weißt. Da du freundlich gesprochen hast und weise genug bist, um Rat zu suchen, werde ich dir helfen. Das Wasser, das du suchst, kommt aus einem Brunnen in einem verzauberten Schloss. Um es sicher zu erreichen, nimm diesen Eisenzepter und 2 Laibe Brot.
schlag dreimal mit dem Zepter gegen die eiserne Tür des Schlosses, und sie wird sich öffnen. Drinnen warten 2 hungrige Löwen auf ihre Mahlzeit, aber wenn du ihnen das Brot zuwirfst, lassen sie dich passieren. Eile zum Brunnen und nimm etwas Wasser des Lebens, bevor die Uhr 12 schlägt. Wenn du zu lange wartest, wird die Tür für immer geschlossen. Der Prinz dankte dem Zwerg für seine Hilfe, nahm den Zepter und das Brot und reiste weit, bis er schließlich das Schloss erreichte. Genau wie der Zwerg gesagt hatte, öffnete sich die Tür beim 3. Schlag des Zepters. Nachdem er die Löwen mit dem Brot beruhigt hatte, ging er durch das Schloss und fand einen wunderschönen Saal. Darin sah er mehrere Ritter in einem Trancezustand eingefroren und nahm ihre Ringe, um sie selbst zu tragen. In einem anderen Raum fand er ein Schwert und einen weiteren Laib Brot, den er ebenfalls nahm. Weiter entdeckte er eine reizende junge Dame, die auf einer Couch saß. Sie begrüßte ihn freudig und sagte, wenn er sie von dem Fluch befreien würde, würde sie ihn in einem Jahr heiraten und ihm das Königreich geben. Sie erzählte ihm, dass der Brunnen mit dem Wasser des Lebens in den Schlossgärten sei, und drängte ihn, sich zu beeilen und das Wasser zu holen, bevor die Uhr 12 schlug. Als er durch die schönen Gärten ging, stieß er auf einen hübschen, schattigen Bereich mit einer Couch. Er fühlte sich müde und dachte, er würde einen Moment rasten und die schöne Aussicht genießen. Er legte sich hin und schlief bald ein, ohne es zu merken. Er wachte auf, als die Uhr kurz davor war, 12 zu schlagen. Erschrocken sprang er auf, rannte zum Brunnen, füllte einen Becher mit Wasser und beeilte sich zu gehen. Gerade als er durch die eiserne Tür trat, schlug die Uhr 12 und die Tür schnappte zu und klemmte ein Stück seines Fersen ein. Draußen war er überglücklich, das Wasser des Lebens zu haben. Auf dem Rückweg passierte er den Zwerg, der das Schwert und das Brot sah, und sagte, »Du hast einen großartigen Fund gemacht. Mit diesem Schwert kannst du ganze Armeen besiegen, und das Brot wird niemals ausgehen.« Der Prinz dachte dann, »Ich kann nicht zu meinem Vater zurückkehren ohne meine Brüder.« Er fragte den Zwerg, »Kannst du mir sagen, wo meine beiden Brüder sind?« »Sie sind vor mir aufgebrochen, um das Wasser des Lebens zu finden, und sind nie zurückgekehrt. Ich habe sie zwischen 2 Bergen gefangen«, sagte der Zwerg, weil sie stolz und unhöflich waren und sich weigerten, um Hilfe zu bitten. Der Prinz bat den Zwerg, sie zu befreien, und obwohl der Zwerg zögerte, stimmte er schließlich zu und warnte, »Sei vorsichtig, sie haben schlechte Herzen.« Der Prinz war glücklich, sie wiederzusehen, und erzählte ihnen alles, was geschehen war. Gemeinsam ritten die 3 Brüder weiter, bis sie ein Königreich erreichten, das unter Krieg und Hunger litt, wo viele hungerten. Der Prinz teilte das magische Brot mit dem König, und alle im Königreich aßen. Er lieh dem König das wunderbare Schwert, das ihm half, die feindliche Armee zu besiegen und Frieden und Wohlstand ins Land zu bringen. Der Prinz half auf dem gleichen Weg 2 weiteren Königreichen, während sie nach Hause reisten. Als sie das Meer erreichten, bestiegen sie ein Schiff. Die beiden älteren Brüder, die eifersüchtig auf ihren jüngeren Bruder waren, der das Wasser gefunden hatte, das sie nicht konnten, schmiedeten Pläne gegen ihn. Sie beschlossen zu warten, bis er schlief, und schütteten das Wasser des Lebens aus, wobei sie es durch bitteres Meerwasser ersetzten. Als sie nach Hause kamen, brachte der jüngste Sohn den Becher zu dem kranken König, aufgeregt, dass sein Vater trinken und gesund werden würde. Doch sobald der König das bittere Meerwasser kostete, wurde er noch kränker als zuvor. Die älteren Brüder traten dann ein und beschuldigten den Jüngeren, er habe versucht, ihren Vater zu vergiften,
während sie vorgaben, das Wasser des Lebens gebracht zu haben. Sobald der König aus ihrem Becher trank, fühlte er sich besser und wurde wieder stark. Die älteren Brüder lachten über ihren jüngeren Bruder und sagten: »Na, Bruder, hast du das Wasser des Lebens gefunden? Du hast die ganze Arbeit gemacht, aber wir werden die Belohnung nehmen. Wenn du nicht aufpasst, wird einer von uns nächstes Jahr deine schöne Prinzessin nehmen. Du solltest unserem Vater besser nichts erzählen, sonst wird er dir nicht glauben, und du könntest dein Leben verlieren. Sei einfach still, und wir werden dich verschonen.« Der König war immer noch wütend auf den jüngsten Sohn und dachte, er habe versucht, ihm zu schaden. Er ließ seinen Hof versammeln und fragte, was zu tun sei. Alle waren sich einig, dass er hingerichtet werden sollte. Der Prinz hatte keine Ahnung, was geschah, bis eines Tages, während er mit dem Hauptjäger des Königs jagte, der Jäger sehr traurig aussah. Der Prinz fragte: »Was ist los?« »Ich kann es dir nicht sagen«, sagte der Jäger. Doch der Prinz bestand darauf: »Bitte sag es mir. Ich verspreche, ich werde nicht wütend sein.« »Ach, der König hat befohlen, dich zu töten«, sagte der Jäger. Der Prinz war schockiert. »Lass mich leben, und ich werde meine Kleidung mit dir tauschen. Du kannst meinen königlichen Mantel nehmen, um es meinem Vater zu zeigen, und ich trage deinen alten. Ich helfe dir gerne«, sagte der Jäger. »Ich könnte es nicht über mich bringen, dich zu erschießen.« Sie tauschten die Kleider, und der Jäger ging durch den Wald. Nicht lange danach trafen 3 grandiose Geschenke für den jüngsten Prinzen von 3 Königen ein, denen er mit dem Schwert und dem Brot geholfen hatte. Dies erweichte das Herz des alten Königs, und er begann zu denken, sein Sohn könnte unschuldig sein. »Oh, wenn mein Sohn nur noch lebte!« »Ich bedauere, ihn getötet zu haben«, sagte er. »Er lebt noch«, sagte der Jäger. »Ich bin froh, dass ich ihm Gnade gezeigt habe, und ich habe seinen königlichen Mantel zurückgebracht.« Der König war überglücklich und kündigte dem gesamten Königreich an, dass er seinen Sohn vergeben würde, wenn er zurückkehrte. In der Zwischenzeit erwartete die Prinzessin sehnsüchtig die Rückkehr ihres Helden und ließ einen goldenen Weg zu ihrem Palast bauen. Sie sagte ihren Höflingen, dass jeder Prinz, der direkt den Weg entlang ritt, ihre wahre Liebe sei und man ihn hereinlassen müsse. Aber jeder, der zur Seite abbog, müsse weggeschickt werden. Bald beschloss der älteste Bruder, die Prinzessin für sich zu beanspruchen, in der Annahme, er würde vorgeben, ihr Retter zu sein. Als er den goldenen Weg erreichte, hielt er an, um ihn zu bewundern, und dachte, was für eine Schande, auf so einem schönen Weg zu reiten. Er bog zur Seite ab und ritt auf der rechten Seite. Als er das Tor erreichte, sagten die Wachen ihm, dass er nicht der wahre Prinz sein könne, und schickten ihn fort. Der zweite Prinz folgte bald und hoffte ebenfalls, die Prinzessin zu gewinnen. Als er den goldenen Weg erreichte und einen Fuß darauf setzte, hielt er an, um seine Schönheit zu bewundern, und dachte, wie traurig, dass hier jemand darauf treten sollte. Auch er bog zur Seite ab und ritt auf der linken Seite. Die Wachen sagten ihm, dass er nicht der wahre Prinz sei, und schickten ihn ebenfalls fort. Schließlich, als das Jahr vorüber war, verließ der jüngste Bruder den Wald, in dem er sich vor dem Zorn seines Vaters versteckt hatte, und machte sich auf den Weg, um seine Braut zu finden. Er ritt schnell und dachte nur an sie und bemerkte nicht einmal, woraus der Weg gemacht war. Als er das Tor erreichte, öffnete es sich, und die Prinzessin begrüßte ihn freudig und erklärte ihn zu ihrem Retter, versprach ihn zu heiraten und ihn zum Herrscher des Königreichs zu machen. Als ihre Freude über das Wiedersehen nachließ,
erzählte die Prinzessin ihm, dass sie gehört hatte, sein Vater hätte ihm vergeben und wolle ihn zurück. Bevor sie heirateten, beschloss er, seinen Vater zu besuchen und brachte sie mit. Er erklärte alles, was geschehen war, wie seine Brüder ihn betrogen hatten, doch er hatte alles aus Liebe zu seinem Vater ertragen. Der alte König war wütend und wollte seine bösen Söhne bestrafen, aber sie entkamen in ein Schiff und segelten davon, um nie wieder gesehen zu werden. Der König versammelte seinen Hof und lud alle im Königreich ein, die Hochzeit seines Sohnes mit der Prinzessin zu feiern. Jung und alt, Adelige und Bauern, alle kamen auf einmal. Unter ihnen war der freundliche Zwerg, der seinen spitzen Hut und einen neuen roten Umhang trug. Und so fand die Hochzeit statt und die fröhlichen Glocken läuteten. Alle tanzten und sangen, feierten und genossen das Fest für eine lange, lange Zeit. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.